Wir kommen dennoch zu dem nächsten Projekt von Helmut Schöberl. Helmut Schöberl ist Baumeister, hat studiert und ist als Baumeister tätig, aber eigentlich ist er weit über die Baumeisterei hinausgekommen. Wir haben ja bereits erlebt bei dem Vortrag von Diane Urge-Vorsatz, ihr vorgestelltes Gebäude von der TU-Sanierung, das war er. Und ich denke mir, da gibt es viele Projekte, die gemacht worden sind, die er zusammen mit Schöberl und Pöll GmbH gegründet hat, eines der größten Bauphysikbüros in Österreich. Aber neben der Bauphysik ist das Büro auch renommiert für die Energieeffizienz und für seine gesamten Gebäudezertifizierungen. Er ist Gott sei Dank auch aktiv in den grauenhaft, wie soll ich dazu sagen, in den grauenhaften Fachausschüssen für die Normung, denn Sie wissen, in den Normungen werden Lobbyisten hauptsächlich tätig und dort als Ingenieur, als Fachmann tätig zu sein, muss man viel aushalten. Stimmt das? Er nickt. Er hat mit seiner Firma, mit seinen Kollegen Schöberl und Pöll, hat er schon 3 Staatspreise bekommen, darunter unter anderem auch den von mir schon erwähnten und gelobten Staatspreis 2019 für Architektur und Nachhaltigkeit für das Sanierungsprojekt in der Marilferstraße, das heute auch präsentiert wird, neben anderen Teilen, die gemacht werden. Damit übergebe ich. Ja, danke. 2 Intros. TU Getreidemarkt sitzt auch der Architekt unter uns, der Gerd Gatterwill, vielleicht wenn er kurz winkt. Also wir haben die technischen Sachen gemacht, die wissenschaftlichen und er die Architektur, auch seine Ehren natürlich. Und das zweite Intro, von dir Martin, die Baukosten, weil bis jetzt niemand auf das eingegangen ist. Also das Projekt, wo ich jetzt vorstelle, möchte ich im Gegensatz zu den Vorarlberger Baukosten, die Wiener Baukosten dazusetzen. Also wir reden hier bei der thermischen Sanierung von 380 € im Quadratmeter Wohnnutzfläche, also schon wesentlich geringer, liegt durchaus so im üblichen Bereich in Wien. Und bei der Haustechnik liegen wir bei dem Gebäude bei 130 € am Quadratmeter für die komplette Dekarbonisierung und auch komplett neue Haustechnik, auch in den Wohnungen. Und das ist eigentlich schon eher ein relativ teures Projekt. Meistens siedeln wir uns irgendwo bei 50 bis 100 € im Quadratmeter Nutzfläche netto an. Aber das möchte ich nur ein bisschen als Intro darstellen, dass das auch eine Bandbreite hat, aber dass es nicht unbedingt, also dass es sehr große regionale Unterschiede gibt, aber nicht auch diese Preise, wir haben uns ja auch schon um das ausgetauscht, sozusagen, es gibt einfach Unterschiede, ja, aber wichtig ist, glaube ich, dass man auch diese Bandbreite darstellt, dass nicht hängen bleibt, ja, Passivhaus, Energiesanierung ist nicht finanzierbar, das möchte ich einfach da ein bisschen klarstellen. Ja, das Projekt ist aus Wien, ein Gründerzeitgebäude im 15. Bezirk. Hier sieht man auf der linken Seite den Bestand, also schon etwas desolat, würde ich einmal vorsichtig sagen. Und auf der rechten Seite sieht man das Gebäude, wie es jetzt fertig saniert ist. Hier unten im Erdgeschoss ist ein Lokal drinnen, eine vegane Bäckerei. Sie sehen hier an den Balkonen Begrünung mit fertigen Modulen, auf das gehe ich noch mal ein bisschen näher drauf ein, und obendrauf ist ein Dachgeschoss gebaut worden. Vielleicht, dass man bald die Eckdaten hat, das Gebäude stammt selber aus dem Jahr 1895, ist also Ende 2023, Anfang 2024 saniert worden, also erst frisch fertiggestellt, hat ein bisschen über 4.000 Quadratmeter Brutto-Grundfläche, also ein bisschen ein größeres Haus für Gründerzeitgebäude, weil es geht Eckhaus und lang zurück. Enefit-Daten natürlich, also Passivhaussanierung ist eingehalten worden, also ja auch vergleichbar mit dem, was der Martin Brunn vorgestellt hat. Man sieht sozusagen rechts in dem Bild so ein bisschen einen Eindruck, wie es innen ausschaut. Die Architekten Trimmel und Wahl haben immer so ein bisschen, dass sie ein bisschen was abbauen und dann drinnen schon so umgestalten, dass man es nicht mehr kennt, dass es ein Gründerzeitgebäude ist, sondern schon eine sehr hochwertige Qualität hat. Und im Zuge dessen sind auch die Dächer der Terrassen begrünt worden mit 125 Quadratmeter.
Die Fassade vorne, was ich Ihnen gezeigt habe, hat fast 80 Quadratmeter an Begrünung. Photovoltaik haben wir geschaut, alles was geht oben auf dem Dach, was frei ist, noch auszunutzen. Ja, leider mehr als 17 kW Peak ist uns nicht gelungen, aber ist auch schon etwas. Und natürlich in Zeiten wie diesen vollkommen wichtig, Dekarbonisierung. Vorher waren hier Einzelgasthermen, ist jetzt auf Fernwärme umgestellt worden, also raus aus Gas ist natürlich energiepolitisch und auch umweltpolitisch und natürlich aus anderen politischen Gründen ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt nicht wie die Vorredner auf Details eingehen oder auf die Architektur, sondern ein bisschen auf etwas Technisches. Das, was die Kauergasse noch als Add-on hat zum Enefit, ist eine Grauwasseranlage. Wir sammeln quasi von den Duschabwässern, hier sieht man es in der roten, also in dieser grauen Linie, das Wasser zentral hinunter, reinigen es, bereiten es quasi auf, tun die Wärme entziehen und tun das Nutzwasser wieder verwenden, zum Beispiel für die Fassadenbegrünung. Wir haben den Vorteil sozusagen, wenn wir dieses Grauwasser nutzen, dass wir da relativ hohe Temperaturen haben, also für Wärmepumpe optimal geeignet. Die gibt es eben auch unten von 30 Grad, was unten ankommt, und das ist schon ganz gut. Wir haben hier der Vorsichtigkeit halber, vielleicht gehe ich auf das ein bisschen noch ein, nur leicht verschmutztes Grauwasser genommen, also nicht das stark verschmutzte und natürlich auch nicht das Schwarzwasser. Wenn Sie das ein bisschen genauer interessiert, am Nachmittag genau in dem Saal hier um 16:45 Uhr gibt es ja die Session Haustechnik-Konzepte. Da tragt mein Kollege Ernst Schriefel vor und der wird sozusagen genauer auf die verschiedenen Möglichkeiten eingehen. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Das Wasserfonds-Institut zertifiziert ja auch die dezentralen. Dann gibt es sozusagen diese zentralen Grauwasser und natürlich auch Schwarzwasser. Und um einen kurzen Teaser vielleicht zu haben, wir haben, das wird der Kollege eben auch präsentieren, in Wien auch in 1,5 Jahren in Betrieb eine große Wohnhausanlage mit 300 Wohneinheiten, wo wir eine Schwarzwasserrückgewinnung haben, also wirklich Schwarzwasser heißt das komplette Toilettenwasser, also alles tutti completo, wo wir mit dem Schwarzwasser, das ist eher die ungünstigste Voraussetzung, das komplette Warmwasser für die 300 Wohneinheiten machen, also über Wärmepumpe klarerweise, aber das ist schon tolle Leistungen, das ist ja er zeigt auch die Monitoring-Ergebnisse, also da ist wahnsinnig viel möglich, was da möglich ist. Deswegen mag ich da so gerne ein bisschen drauf eingehen, weil wir sind viele Sachen gewohnt, klar sanieren, aber das ist einfach der letzte Energiequelle im Gebäude, die wir noch nutzen können. Ja, aber zurück zur Kauergasse, wie das dort funktioniert. Sie sehen hier, vielleicht schalte ich den Zeiger ein, dass man sieht, den Laserpointer. Sie sehen hier quasi die braunen Linien, wo von den Duschen einfach das Abwasser runterrinnt, ja, wie schon beschrieben, aufbereitet wird und dann wieder durch die blauen Linien heraufkommt. Hier zum Beispiel bei den Balkonen, da kommt es dann raus. Hier sehen Sie das natürlich schön luftdicht verschlossen, ein wichtiger Punkt für Passivhaussanierungen. Also es geht sozusagen hier das gereinigte Grauwasser für die Bepflanzung hinaus. Natürlich gibt es einen Abfluss, klarerweise einen Überlauf, gibt natürlich auch Strom draußen und hier sehen Sie sozusagen so einen Balkonausschnitt. Die sind fix fertig, schon bepflanzte Elemente gekommen vor ein paar Wochen, sind einfach eingesetzt worden, schon begrünt und ja, sind jetzt hier drinnen und werden bewässert. Ja, vielleicht noch, dass man zum Abschluss ein bisschen Fotos sieht, wie die Grauwasseranlage ausschaut. Hier sehen Sie sozusagen die Reinigungsstufen, hier ein bisschen versteckt die Wärmepumpe, natürlich die Speicher etc. Und natürlich auch ein Nebeneffekt ist, dass wir dort auch einen Teil der Kühlung rausziehen für die Bäckerei. Also 11.000 Kilowattstunden ziehen wir auch aus der Kühlung raus. Und natürlich auch bei dem Gebäude haben wir 100% des Warmwassers, was wir über diese Grauwasseraufbereitung herausnehmen. Also wir vermuten, dass noch mehr geht, aber wir werden das hier im Monitoring einfach noch einmal genauer evaluieren. Und das ist natürlich auch Vorteil, auch wenn es einen Fernwärmeanschluss gibt, spare ich mir natürlich in der Anschlussgröße, in der Dimension, in den laufenden Kosten. Gerade das Warmwasser ist einfach das große Problem, dass wir hier viel an Spitzenleistung haben und dadurch größere Dimensionen, Kosten etc. haben.
Ja, das war die Kauergasse. Ich bin gebeten worden, noch zwei andere Wiener Projekte von uns vorzustellen. Deswegen hupfe ich weiter zum nächsten Projekt, nicht weit entfernt, 2 Gassen weiter. Auch eine Ennervit-Sanierung, Marilferstraße. So schaut das Gebäude aus 2014. Da hat es eine sehr schwere Gasexplosion gegeben und ist 2018 dann auf Ennervit-Status saniert worden. Also Sie sehen, das ist schon ein bisschen älter. Ennervit gibt es ja schon, wie genannt worden wird, sehr lange, ist bekannt. Man sieht hier sozusagen links das Gebäude, recht gegliederte Fassade, und die zwei Eigentümerinnen wollten diese Struktur einfach behalten. Also sie wollten nicht einfach drüber dämmern, die Möglichkeit hätten wir hier gehabt, sondern wollten das machen. Dann haben wir uns gedacht, gut, wir probieren neue Technologien aus und haben in dem vorderen Bereich musste ein Teil abgetragen worden. Da haben wir dann Hanfdämmung gemacht und haben die Sachen nachgebildet. Und in dem hinteren Bereich, hier in die Denklergasse herein, sieht man hier die Ansicht in dieser Denklergasse, haben wir Aerogelputz gemacht. Aerogelputz finden wir eine sehr tolle Lösung, weil Wärmedämmputz, der bringt uns nichts, und Aerogelputz ab 3 cm ist ja eine sehr gute Möglichkeit. Wir haben hier 5,5 cm aufgebracht. Das Problem ist, 5,5 cm reicht natürlich wieder für die Ennervit-Sanierung nicht aus. Wir können schön die Struktur nachbilden, die vorher war, aber das reicht nicht aus. Das heißt, wie geht man damit um mit einem Gebäude, dass man trotzdem einen Ennervit-Standard zusammenbekommt? Ja, ganz einfach. Hier vorne haben wir 20 cm gedämmt, im Hof haben wir auch 20 gedämmt und den Dachgeschossausbau haben wir quasi im Passivhaus-Neubaustandard gemacht. Dadurch ist es dann in Summe einfach wieder ein Ennervit-Standard geworden. Also das Gebäude hat auch einen sehr geringen Verbrauch. Ja, hier sieht man ein bisschen den Aerogelputz, wie er aufgebracht wird. Ja, auch dazu kann man sehr viel erzählen, aber in Kürze der Zeit hupfe ich zum Schlussfoto. Hier sehen Sie sozusagen, wo es eingestürzt war, das Gebäude, also durch die Gasexplosion. Hier hinten sehen Sie der Aerogelputz. Und ja, es ist einfach, wie es original vorher war, nachgebildet worden. Sowohl hier mit dem Dämmputz, hier mit dem Aerogelputz und hier mit den Dämmstoffplatten. Ich möchte aber noch, nachdem ich ein Bauphysiker bin und natürlich Energiesparen ein Thema ist, aber natürlich, was uns auch immer mehr durch die Erdüberhitzung trifft, ist natürlich auch der sommerliche Wärmeschutz. Und viele sagen, ja, was soll ich da machen? Rollos darf ich nicht machen. Deswegen mag ich Sie auf diesen Sonnenschutz hinweisen und habe dazu extra Folie eingeblendet. Der Sonnenschutz ist mit dem Bundesdenkmalamt abgesprochen, auch mit der Stadt Wien. Das sind sogenannte Faltarm-Markisen. Das heißt, im aufgerollten Zustand ist der Arm hier oben und die Rollo hier aufgerollt. Und im ausgerollten Zustand fällt dieser Arm hier herunter und bleibt dann so schräg in dieser Einstellung dann als Sonnenschutz da. Das schaut wahnsinnig filigran aus, ist aber sehr windstabil, also wirklich haben also eine sehr hohe Windstabilität, macht aber auch einen sehr guten Sonnenschutz. Und man sieht sozusagen da auch die sehr schönen filigranen Stäbe. Also auch in der Kauergasse haben wir diesen Sonnenschutz eingebaut, weil der einfach aus unserer Sicht besser einfach zu den Charakteristiken des Gebäudes baut. In anderen Vorträgen bringe ich auch Bilder von Wien vor 100 oder sogar vor 200, 300 Jahren wurde auch so ähnliche Sonnenschutz verwendet, auch beim Stephansplatz etc. Und deswegen möchte ich das einfach ein bisschen erwähnen, dass man einfach Ideen hat, wie man das sehr einfach machen kann. Ja, zum Schluss aller guten Dinge sind 3, komme ich zum letzten Projekt, Ennervit-Sanierung im 2. Wiener Gemeindebezirk. Auch wieder hier ein Vorher- und Nachher-Foto. Sie sehen links den Zustand vor der Sanierung und rechts den Zustand nach der Sanierung mit Dachgeschossausbau. Es war sozusagen die erste Passivhaus-Sanierung, also die erste Ennervit-Sanierung in Wien, 2013, also ist schon über 10 Jahre her. Das Gebäude selber, das ist von den 3 das älteste aus dem Jahr 1888, hat natürlich auch einen hohen
Renovierungsrückstau gehabt, aber energetisch haben wir natürlich den Heizwärmebedarf durch die Energy-Sanierung um 95% gesenkt. Also wie die hohen Energiepreise jetzt waren, war das natürlich für die Bewohner ziemlich egal, weil eine Verdoppelung oder Verdreifachung ist bei 50 € pro Jahr eigentlich ziemlich wurscht. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte, das was der Vorteil von den Passivhäusern ist. Damals sozusagen vor 10 Jahren hat man Dekarbonisierung noch nicht mehr aussprechen können, man hat auch raus aus Gas noch gar nicht den Begriff gewusst. Wir haben aber damals schon das Erdgas entsorgt, also genauer gesagt, wir haben umgestellt vom Erdgas auf Grundwasserwärmepumpe, die läuft noch immer und ist noch immer da. Und ja, zum Abschluss sozusagen vielleicht, dass man auch ein bisschen sieht, was aus den Gebäuden natürlich auch werden kann vom Innenhof. Sie sehen links hier, wie es alt vorher war, der Innenhof, und hier, wie es nachher ist. Also hier sehen Sie nicht nur die schöne thermische Qualität der Hülle, sondern Sie sehen auch hier überall auf der rechten und auf der linken Seite Freiräume, also sprich Balkone angeordnet, auch Dachgärten. Also das Gebäude hat natürlich sehr an Attraktivität gewonnen. Ja, das war's für meinen Vortrag. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.